Kennst du das Problem? Du besitzt eine gute Kamera ohne GPS. Du verwendest Lightroom, um deine Bilder zu verwalten, willst deine Bilder mit Geotags versehen und hast dazu die App vom Kamerahersteller verwendet, aber diese hat deinen Handy-Akku in weniger Stunden leer gesaugt. Der Abgleich hat nicht funktioniert, die App hat nicht zuverlässig aufgezeichnet, die Verbindung zur Kamera war nicht stabil oder sonst irgendetwas hat nicht geklappt. In diesem Video zeige ich dir, wie du GPS Nose verwenden kannst, um genau diese Probleme zu lösen. Geräteunabhängig, akkuschonend und kostenlos. Nimm bei der Kamera folgende Einstellungen vor. Falls du in RAW fotografierst, musst du zusätzlich JPEG speichern. Diese werden später verwendet, um die Sidecars herunterzuladen. Die Auflösung ist dabei nicht wichtig. In erster Linie geht es um den Dateinamen und das Erstellungsdatum. Gleiche die Zeit deiner Kamera mit deiner Uhr ab, bevor du einen Track erstellst. Falls das einmal vergessen gehen sollte, so kann das später auch noch korrigiert werden. Installiere nun GPS Nose auf deinem Handy. In der Beschreibung dieses Videos findest du den Link zur App. Um die App zu verwenden, musst du dich anmelden oder einen neuen Account erstellen. Unter Android musst du sicherstellen, dass keine Akkuoptimierungen die Hintergrundaktivität von GPS Nose behindern. Ich empfehle dir, einen Probetrack zu erstellen, um sicherzugehen, dass die Aufzeichnung im Hintergrund korrekt funktioniert. Du findest die Tracks über das Menü. Erstelle nun einen neuen Track mit einem sinnvollen Namen. Die Beschreibung ist optional und kann später noch nachgetragen werden. Normalerweise aktualisiert die App alle 3 bis 5 Minuten den Track. Falls dies für deine Anforderung zu langsam sein sollte, dann aktiviere den Track Boost. Aber Vorsicht, der Track Boost belastet deinen Akku stärker, abhängig vom verwendeten Handy und dem Zustand von deinem Handy-Akku. Falls du diesen Track nicht mit anderen teilen möchtest, dann wähle bei der Community deine private Gruppe aus. Das ist immer dein Benutzername mit einem Pluszeichen am Ende. Sobald du bereit bist, starte den Track. Von nun an wird dein Handy im Hintergrund deine Bewegung aufzeichnen. Na, endlich kann es losgehen. Die Bilder sind jetzt im Kasten und du kannst den Track stoppen und abschließen. Falls die App Geisterpositionen aufgezeichnet haben sollte, kannst du den Track vor dem Speichern noch korrigieren. Sobald der Track gespeichert ist, stehen die Informationen für die Sidecars zur Verfügung. Jetzt wird es Zeit, die Bilder auf den Computer zu kopieren. Öffne jetzt gpsnose.com und gehe zu Bilder hochladen. Melde dich mit der integrierten QR-Code-Kamera an der Seite an.
Nachdem du nun angemeldet bist, wählst du einfach die Bilder aus, von denen du die Sidecars haben willst. Scrolle ganz nach unten, nachdem die Seite alle Bilder angezeigt hat. Falls du doch vergessen haben solltest, die Zeit der Kamera vor dem Track zu kontrollieren, kannst du hier die Zeit korrigieren. Nun, da alles korrekt eingestellt ist, musst du nur noch den Knopf GPS berechnen klicken. Die Daten werden abgerufen und den jeweiligen Bildern wird die korrekte Position aus dem Track zugewiesen. Lade jetzt die Sidecars herunter und empacke sie auf deinem Computer. Die XMP-Dateien müssen nun in den Ordner kopiert werden, in dem sich deine Bilder aus der Kamera befinden. Beachte bitte, dass die XMP-Dateien den gleichen Namen haben müssen wie deine RAW-Bilder. Jetzt kannst du die Bilder in deinem Bildverwaltungsprogramm deiner Wahl einlesen. In meinem Fall ist das Lightroom. Beim Importieren werden die XMP-Dateien gelesen und die GPS-Dateien den Bildern zugewiesen. Et voilà! Die Bilder erscheinen nun auf der Karte und die Informationen können auch als EXIF beim Exportieren mitgeliefert werden. Diese Variante hat noch einen schönen Nebeneffekt. Wenn du die Bilder auf GPS Nose hochlädst, dann kannst du den gesamten Track inklusive aller Bilder mit anderen teilen. Wenn du das machen willst, dann darfst du die Sichtbarkeit in den Communities natürlich nicht einschränken. Und so sieht dann so ein Track aus. Auf dem Detail siehst du die Karte mit dem Track und den Positionen der Bilder. Unterhalb hast du die Informationen zum Track inklusive Höhenprofil. Dazwischen ist ein Filmstreifen mit allen Bildern, die während dem Track erstellt wurden. Die Bilder können in einer größeren Auflösung angezeigt werden. Mit Klick auf das Höhenprofil wird die Karte auf diese Position neu ausgerichtet. Um den Track zu sharen, verwende den QR-Code oder die URL. Das ist nicht gerade die einfachste Variante, wie man Geotags auf seine Bilder bringen kann. Da aber alle Kamerahersteller es versäumt haben, eine funktionierende Variante anzubieten, ist es momentan die einzige mir bekannte Möglichkeit, um auch längere Sessions sinnvoll durchzuführen. Der Akku von meinem Handy wurde in den 2 Stunden nur mit 20% beansprucht, somit sind Tracks von 10 Stunden Länge machbar, ohne das Handy dazwischen aufzuladen. Schön finde ich bei der Lösung, dass die beiden Geräte unabhängig funktionieren. Keine Verbindung vom Handy zur Kamera wird benötigt, was den Akku der Kamera auch noch schont. Und falls du mehrere Kameras dabei hast, musst du die Verbindung nicht immer wieder umstellen. Probier doch das Geotaggen mit GPS Nose einmal aus und berichte über deine Erfahrung in den Kommentaren. Vergesst nicht den Daumen hoch und den Subscribe-Button unter dem Video. Falls du einen Daumen runter findest oder einen Troll-Kommentar, dann darfst du ihn gerne behalten. Also dann, einen schönen Tag und tschüss zusammen.